Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Jasmin Kimiri und ich werde Ihnen in den nächsten Minuten Genaues zum Thema Business Continuity Management in Verynice erzählen und zeigen. Wenn Sie sich dafür interessieren, wie wir bzw. was wir für die Umsetzung des Business Continuity Managements in Verynice nach BSI Standard 200-4er oder aber der ISO 22301 implementiert haben, dann wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Video bzw. bei den nächsten Videos. Für das Thema Business Continuity Management in Verynice haben wir 3 Videos erstellt. Dieses Video, das Sie gerade schauen, ist das erste Video und in diesem möchten wir Ihnen im ersten Schritt den Funktionsumfang vorstellen, den Sie durch die Erweiterung von Verynice erhalten, damit Sie und Ihr Unternehmen in Notfällen und Krisen bestens vorbereitet sind. In dem zweiten und dritten Video werden wir Ihnen dann konkret in Verynice aufzeigen, welche Felder dazugekommen sind, wie Sie am besten Ihr Business Continuity Management System in Verynice abbilden. So könnten Sie in den Videos nachschauen, was Sie wo in Verynice umsetzen können, damit Sie schnell wissen, wie Sie das Business Continuity Management in Verynice umsetzen. Nun möchte ich Ihnen gerne den Funktionsumfang vorstellen, den Sie in der neuen Version 1.25 von Verynice erhalten. Und zwar haben wir den Funktionsumfang nach dem PDCA-Zyklus unterteilt, um Ihnen eine bessere Übersicht zu ermöglichen. Fangen wir mit der ersten Phase an. In der ersten Phase, der Planphase, unterstützt Sie Verynice bei der Initiierung, der Konzeption und der Planung des Business Continuity Management bzw. des Business Continuity Management Systems. Zum einen können Sie sich für eine Vorgehensweise entscheiden, beispielsweise wie es der 200-4 vorgibt, ob Sie einen Aufbau BCMS oder ein Standard BCMS umsetzen oder aber ob Sie sich im Rahmen der ISM-Perspektive auf die ISO 22301 beziehen. Ebenfalls haben Sie die Möglichkeit, in Verynice die Grenzen und die Anwendbarkeit des Business Continuity Management System zu bestimmen. Den Geltungsbereich bzw. Anwendungsbereich können Sie ebenfalls in Verynice festlegen und von Ihrem beispielsweise ISMS-Anwendungsbereich bzw. Geltungsbereich abgrenzen. Des Weiteren haben Sie die Möglichkeit, die erweiterten Rahmenbedingungen bzw. den Kontext der Organisation zu analysieren und beispielsweise können Sie die Interessengruppenanalyse durchführen. Verynice unterstützt Sie ebenfalls dabei, die BCM-Aufbauorganisation in Verynice abzubilden. So können Sie beispielsweise den BCM-Beauftragten benennen in Verynice. Dies hilft Ihnen dann im nächsten Schritt dabei, die Verantwortlichkeiten für die relevanten Rollen zuzuweisen und auch sicherzustellen. Ein weiterer Punkt ist die Dokumentation der Business Continuity relevanten Dokumente. Hier können Sie beispielsweise in Verynice die reaktiven und präventiven Dokumente, die Sie in Ihrem Unternehmen haben, ablegen. In den nächsten 3 Phasen, dem Do, dem Check und dem Act, unterstützt Sie Verynice bei der angemessenen Absicherung der Geschäftsprozesse. Also im Großen und Ganzen können Sie Ihre Business Impact Analyse oder auch Schadensbewertung in Verynice durchführen. Einen Soll-Ist-Vergleich können Sie ebenfalls in Verynice machen und wie bereits schon immer möglich ihr Risikomanagement durchführen, also eine Risikoanalyse nach dem BSI-Standard 200-3 oder der ISO 27005 durchführen. Zudem hilft Ihnen Verynice bei der Verwaltung der Business Continuity Strategien und Lösungen. Ebenfalls fällt Ihnen die Leistungsüberprüfung und die Berichterstattung durch Verynice auf jeden Fall auch leichter. Hierbei können Sie zum Beispiel die Business Impact Analyse Parameter oder aber Ihre kritischen Geschäftsprozesse genauer auswerten. Ja, nach der Auswertung können Sie dann im besten Fall Maßnahmen ableiten und Korrektur- und Verbesserungsmaßnahmen sich überlegen und hierbei
hilft Ihnen Very Nice dann bei der Überwachung dieser Maßnahmen und im nächsten Schritt können Sie dann einen BCM-Maßnahmenplan zum Beispiel erstellen. Zum Ausblick wollten wir Ihnen nur noch mal auf den Weg geben, dass wir Ihnen in den nächsten Monaten einen Beispielverbund bzw. eine Beispielorganisation zur Verfügung stellen werden, in welchen wir bereits Beispielobjekte angelegt haben, damit Sie sich nochmal einen guten Überblick darüber verschaffen können, wie Sie die einzelnen Punkte in Very Nice abbilden können und damit Sie hier einen einfacheren Einstieg in das Thema Business Continuity Management in Very Nice haben. Ein weiterer wichtiger Punkt ist das Thema Reporting. Hierfür ist vorgesehen, dass wir Ihnen vorgefertigte Berichte zur Verfügung stellen werden oder einzelne Abfragen, damit Sie Ihre einzelnen Punkte aus dem BCM auch noch besser und schneller auswerten können. So, das war es auch schon zum ersten Teil, dem Funktionsumfang in Very Nice im Rahmen des Business Continuity Managements. Und falls es Sie weiter interessiert, schauen Sie sich gerne die nächsten Videos an oder eins der nächsten Videos, je nachdem, für welche Perspektive Sie sich interessieren. Und wenn Sie Fragen haben oder konstruktives Feedback uns zukommen lassen möchten, dann kontaktieren Sie uns gerne über verynice@sernet.de oder schreiben Sie in unser Forum. In unserem Forum haben wir nämlich eine extra Rubrik erstellt für das Business Continuity Management. Und zwar haben Sie hier die Möglichkeit, sich untereinander auszutauschen. Hier, wenn Sie zum Very Nice Forum navigieren, haben Sie hier auf der linken Seite die Rubrik BCM und können hier Ihre ganzen Wünsche und Anregungen uns zukommen lassen, beziehungsweise der gesamten Very Nice Community, falls Sie Fragen haben oder sonstiges oder uns noch irgendwelche Optimierungsansätze zukommen lassen möchten, dann freuen wir uns auf jeden Forumbeitrag. Ich bedanke mich und bis zum nächsten Mal.